Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir Radbot und unserem Russland-Mongolen-Karthago-Spiel. Wir werden das heute jetzt hoffentlich mal zu Ende bringen. Die nächste Idee habe ich nämlich auch schon. So, wir waren hier relativ kriegerisch unterwegs. Ich würde ja dem hier gerne den Frieden anbieten. Wenn wir hier so ein bisschen diplomatisch werden. Nö. Das ist noch nicht... Da ist er noch nicht komplett mit zufrieden. Aber unsere Kartuschas werden hier trotzdem schießen, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben hier einen gesunden Schlachtkreuzer. Hier einen ziemlich beschädigten Schlachtkreuzer. Ich bitte, dass du hier die Landfahrzeuge zerschießt. Dann haben wir hier einen Anführer. Der hat ja auch noch eine Katjuscha anzubieten. Okay, kann von hier aber nicht schießen. Das Team müsste gleich erstmal einen weiterlaufen. Wir haben hier noch einen Anführer, der heilen sollte. Ja, das ist das. Wie sehen wir eigentlich so wirtschaftlich aus? Sind die einzigen, die Eisenbahnmagnatpunkte machen. Dafür verlieren wir hier bei den Artefakten gerade extrem. Da weiß ich gerade auch nicht so genau. Okay, wir haben hier Panzer bekommen, das ist gut. Also, Erste Weltkriegspanzer, aber Panzer sind erstmal Panzer. So, die müssen sich hier oben auch erstmal erholen von dem ganzen Schock. Ja, komm, lass uns Frieden machen. Oh, ich könnte sogar deine Siedlung nehmen. Na gut, dann nehme ich dann eine Siedlung da auch noch. Hier, Salahadin. Können wir auch schon Frieden machen? Nein, wir können noch keinen Frieden machen. Wolltest du den überhaupt wollen? Das weiß ich ja nicht. Wir haben hier einen Heerführer. Okay, die Fahrzeuge sind gerade alle busy. Okay, wir sind hier nach Bilbao gefahren für die Schlachtkreuzer, aber die wehren sich noch zu sehr. Wir könnten jetzt aber einfach erobern, ne? Technisch gesehen. Frage ist, was uns das bringt. Eigentlich nichts, ne? Wenn die Küstenüberfall machen. Oh, da haben wir die Stadt erobert. Ups. Achso, wir haben die aber... Okay, haben die einfach neu erobert. Wir haben da keine Einheit drin und können auch leider keine kaufen oder so. Deswegen ist die Stadt dann auch gleich wieder verloren. Weil wenn wir da einen Schlachtkreuzer reinstellen, dann ist der, glaube ich, weg. Der wird hier weggepanzert. Von allen Seiten. Hier, der Erkunder kann hier buddeln. Das ist gut. Gehen wir mal kurz auf die Kontinente-Karte. Unserem lila Kontinent. Da gibt es noch relativ viel zu finden. Wir kriegen ein Gold und das Eremitage, aber ich glaube, das gibt es schon nicht mehr. Wir haben hier irgendwas verloren. Wir haben ein Feldgeschütz. Das ist 3 Zufriedenheit oder Kultur für Bahnhöfe. Wir nehmen mal Zufriedenheit für Bahnhöfe. Wir können jetzt da hier plus ein Kultur für Bezirke entsteht in Tundra, plus ein Siedlungslimit. Mehr Wissenschaftler für weniger Kultur. Kampfstärke für Einheiten in Tundra bringt uns halt auch gar nichts. Das würde halt unsere Kultur nochmal ganz ordentlich pushen. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mal mit. Du bist gerade nicht richtig in der Bredouille. Das heißt, du kannst hier... Achso, warte mal, du bist ziemlich in der Bredouille. Was rede ich denn da? Denn du? So eine Festung von Augustus? Ja, der wird ja wohl die Panzer hier aufhalten.
Katjuschas schießen hier auf Schlachtkreuz, aber ich fürchte, die kriegen die ganze Zeit Schaden. Wollen wir eigentlich nicht unbedingt das gerne Schaden kriegen. Ihr müsst heilen. Jetzt noch eine Katjuscha auslade, ja. Dann kann die... Du bist ein Landfahrzeug. Du bist die falsche Einheit gewesen. Möglicherweise nicht so gut. Das ist dein Ziel. Du willst da oben hin. Na gut. Tu das. Haben wir sonst noch irgendwo einen Typen? Ja, wir haben den. Der will dahin. Wir haben hier den tapferen Kürassier, der einfach nur die Stellung hält. Ansonsten, wir haben da noch mehr Entdecker, oder? Hatten wir nicht noch ein paar? Der ist hier schon am Buddeln. Ja. Ist der da schon am Buddeln? Nee. Der wollte da buddeln, aber da ist schon ein Buddler. Dann geh du dahin. Hoffen, dass du da schneller bist als... Hier brauchst du 5 Runden, hier brauchst du 4 Runden. Vielleicht geht das sogar noch schneller, wenn wir hier noch eine Brücke zukaufen. Dabei bringen die Brücken nicht das, was ich erwartet hätte. Nämlich nicht deutlich beschleunigt, ja, nicht deutlich beschleunigt. Kriegen wir mehr Zufriedenheit. Auch gut, aber wir nehmen erstmal das Bergfeld hier. Du wirst von so Trollos da angegriffen und bedroht. Da pfeifen wir jetzt erstmal drauf. Wir haben eine Handelsgelegenheit, ja, mit der Stadt, das ist logisch. Der Heerführer, du könntest jetzt mal... Machen wir das mal anders. So, das ist ja natürlich... Machen wir es vielleicht doch nicht anders. Dann bau du mal eine Verschanzung dahin. Müssten wir eigentlich auch noch alles niederreißen hier. Der ist auch gar nicht mehr so unser Fan. Weil wir gegensätzliche Ideologien sind. Er ist Demokrat, ich bin jetzt nicht zwingend demokratisch eingestellt. Du bist ein Level abgekommen, das ist gut. Das 5 Kampfstärke für Marineeinheiten beim Angriff auf Bezirke, beim Angriff auf Landeinheiten. Angriff auf Landeinheiten ist genau das, was wir hier tun. Eigentlich bräuchten wir hier auch einen Flottenkommandeur, aber... Brauche ich noch eine Flotte, die wir nicht haben. Hä? Der Feind hat die Kontrolle über den Bezirk in Axum genommen, aber das sind doch wir. Aber wir müssten hier jetzt mal vielleicht einigermaßen aktiv werden. Weil dass der Gegner hier rumfährt, das kann natürlich auch nicht Sinn der Sache sein. Das Kreuzer, ne? Fahren wir hier unten mit hin. Bilbao hätten wir natürlich schon ganz gerne zurück. Bringen hier immer eine Flut nach der nächsten. Xerxes würde zustimmen, sich zu ergeben. Er will mir dafür aber nichts geben. Das ist, glaube ich, trotzdem für uns in Ordnung. Du hasst uns?
Wir sind auch gegensätzliche Ideologien, weil du ein Faschist bist. Okay. Okay, das ist unsere andere Siedlung. Die ist natürlich auch schön, allerdings hat die jetzt natürlich jetzt nicht so besonders viel Verteidigungsmöglichkeiten. So, dann hier alle aufsetzen. Hier rein regenerieren. Du aufsitzen. Hier rein regenerieren. Du bist noch nicht regeneriert. Du bist sowieso noch nicht regeneriert. Hier müssten wir dann mal lustig von Sin reparieren. Nehmen auch in dieser Stadt an, müssen wir lustig von Sin reparieren. Nein, tatsächlich nicht. Gut, dann haben wir den Jenner genommen. Das war's. Unser Krieg war auf jeden Fall gut für Augustus, weil der sich hier jetzt ausbreiten kann wie nichts Gutes. Kriegen hier ein paar Feldgeschütze. Wir haben hier noch einen Kürassier. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich in eine Navy investieren. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch schon zu spät ist, aber wir müssen hier eine Navy haben und dann hier Madrid, Athen, Paris, diese Städte alle versuchen zu erobern. Wir könnten auch versuchen, noch Bagdad zu erobern. Müssten wir hier allerdings eine Armee haben. Aber die Eroberung Bagdads könnten wir auch mit einer Flotte machen, ne? Ich will dich überhaupt nicht erobern. Ich habe da ja nichts von. Ich kann aber auch keinen Frieden mit dir machen. Jetzt mal Militärhilfe. Oh, finde gut. Militärhilfe finde gut. Der Tante haben wir jetzt ja Frieden, ne? Wenn uns hier jetzt noch eine Katjuscha kauft. Dann mal dieser Stadt hier einen Besuch abstatten. Ach, er hat hier natürlich Schiffe. Und keine Angst, die einzusetzen. Aber finde ich das auch nicht weiter schlimm. Wir haben irgendwas bekommen. Kultur hätten wir gerne. Wir können hier die Stadt vergrößern, aber Nahrung hast du. Du brauchst Produktion. Da können wir einen Hammer generieren. Und eine Fabrik wäre vielleicht ganz nett. Da auch mal bauen. Du bist auch so eine unzufriedene Stadt einfach. 9, ja gut, dann mach den Tempel da weg. Ich glaube, wir sind nicht so oft sozusagen gegen einer Stadt starten. Aber wir könnten eine Rundfunkstation bauen für den Einfluss. Universität, Militärakademie. Hier hätten wir richtig viele Boni. Ja, wir bauen es auf die Fabrik. Wir müssen jetzt auch ein bisschen
dafür Sorge tragen, dass wir Bezirke kriegen. Das wäre jetzt auch mal langsam ein bisschen wichtig. Wir haben hier noch eine neue Fabrik. In Rouen. Wo liegt diese Stadt? Du bist Rouen. Okay. Dann hätte ich eigentlich Landeinheiten. Das ist ja auch nicht so das Wichtige. Marine wirst du wohl nicht machen. Wissenschaft ist bei dir auch nicht so das große Ding, aber naja, ist besser als nichts. Okay. Und nicht die Friedensstadt der Weltgeschichte. Hier, Axon, nimm das mal mit. Wir haben hier einen Flottenkommandeur. Also sofort. Oh nee, warte, wo muss er nicht hin? Kann ich hier hin? Und wir haben einen Heerführer, aber gut, das wissen wir schon. Bringen diesen Kollegen da in die Luft. Panzer zerschießen, die hier rumschwimmen. Oh, wir haben irgendwas. Haben uns mit TP geheilt. So, die Flotte, die wir hier zusammen kratzen und die Armee, die wir hier zusammen kratzen, die muss eine Armee für einen einzigen Zweck gebaut. Zum Buklu zu erobern, nämlich. Ja, und geht er graben. Ist gut. Du sollst mal diesen Panzer hier endlich versenken. Nach Rallye Nera. Da gibt es noch ein weiteres Artefakt. Haben wir nicht genug Platz, um die alle. Nö. Werden die nicht alle irgendwo ausgestellt? Weiß ich nicht. Ah, der ist wiedergekommen, der Flottenkommandeur, nach unserer Niederlage. Welche Niederlage auch immer das gewesen sein mag. Er will uns Benares geben. Ustad wäre auch mit zufrieden. Man weiß immer nicht, wo die ganzen Orte auch sind, ne? Weil das ist mir auch alles ziemlich egal. Der Turm kann durch Ich habe gerade irgendein Wunder gebaut, aber wir werden es wohl nie erfahren. Nehmen wir an den Eiffelturm. Ah ja, gucke. sich selbst leben. Man kann dort träumen, essen, beobachten, verstehen. Man kann sich von der Welt abgeschnitten fühlen und doch der Besitzer einer Welt sein. Ich weiß ja nicht. Bei meinem Besuch waren hier deutlich mehr Leute, die Miniatur-Eiffeltürme verkauft haben. Die fehlen hier gerade ein bisschen. Aber sonst ein ganz netter Flecken Erde. Hier können wir unendlich viel Nahrung generieren. Ja, warum bist du eigentlich keine... Werde doch mal eine Fabrikstadt. Eigentlich wäre das gut, oder? Ich meine, du hast keinen Bahnhof und keinen Hafen. Wäre vielleicht auch nicht so gut, aber technisch gesehen wäre das, glaube ich, ganz in Ordnung. Wir brauchen kein Labor, aber wir bauen eins. Und zwar hier. Ah, guck. Können wir Artefakt beanspruchen. Wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Wir sind schon 8. Schon. Du hast, was hast du jetzt eigentlich?
hast eine Fabrik und du hast einen Bahnhof? Ja, super. Dann brauchst du noch einen Hafen. Den vielleicht gar nicht reparieren müssen. Naja, bauen wir den da hin. Bräuchtest du noch einen Hafen, dann ist die Sache ja eigentlich gut. Du hast eine schöne Produktion. Allerdings keine so guten Spots für Spezialisten. Muss ich dir mal so sagen. Aber das macht nichts, denn du kannst dann ja mal, weiß nicht, Wachstum, Produktion für Landeinheiten, Marine wirst du da nicht so viel machen. Heilen. Ah, bau mal hier Chinin. Dass sich die Leute da besser heilen. Das ist eigentlich auch Quatsch. Komm, das ist Unsinn. Der Stadt braucht sich kein Mensch heilen, dann geh lieber auf Wachstum. Okay, wenn wir hier jetzt Krieg machen gegen den, dann müsste sich mal jemand heilen. Das stimmt. Okay, wir haben den Krieg hier angefangen. Heerführer zurück. Katjuscha. Gut, dass du da bist, aber den Nutzen wir dann doch nicht so hoch. Hier muss die Militärakademie repariert werden, ganz dringend. Und dann bist du eigentlich schon ganz gut. Ein bisschen Fröhlichkeit fehlt dir noch. Die kann dann ja hier generiert werden. Was bist du? Du bist die Stadt, die wir gerade erobert haben. Ustad. Umbrunn. Ja. Nothing to write home about. Aber unser, ne? Und das reicht uns ja auch erstmal. So, die Kreuzerlein. Jetzt du hier, Kreuzer, mach mal den Panzer kaputt. Mir nicht näher ersichtlichen Gründen sind meine Kreuzer nicht gut gegen feindliche Kampfschiffe. Oh, da kommt er diese Runde gar nicht ran. Das ist ja gut. Flottenkommandeur. Das wäre ein Level up gewesen, aber gut. Ihr müsst euch noch ein bisschen erholen. Das verstehen. Du kannst dich ja auch mal erholen. Panzer fahren so langsam peu à peu weiter. Du kannst hier buddeln. Dann haben wir schon 2 Buddler. Mit 2 Buddler jetzt richtig gut ist, aber Lyon. Für mindestens Bilbao wieder. Kann ich mich dann auch noch irgendwas anderes wieder haben? Nee, dann machen wir das nicht. Wir haben auch unsere Prinzipien. Du bist ein ziemlich unglücklicher Haufen. Das wiederum macht mich ziemlich unglücklich. Deswegen kriegst du jetzt mal keinen neuen Typen, keinen Spezialisten, sondern mal ein neues Feld. Du bist auch relativ unglücklicher wahrscheinlich, weil du auch nicht so besonders viele Gebäude und sowas hast. Da bin ich mir in diesem Spiel auch immer noch nicht sicher, wie man am besten mit Gemeinden und sowas umgeht.
Da weiß ich es einfach wirklich nicht. Bei Städten habe ich jetzt so einen leisen Verdacht, was gut ist und was nicht so gut ist. Aber bei den anderen Kram weiß ich es wirklich nicht. Bei den Gemeinden und so. Nehme ich mal ein Feldgeschütz rein. Das kann dann lustig auf den Panzer da schießen. Oh, das ist auch ein Panzerpanzer. Oh oh. Dann war das vielleicht gar nicht so gut. Dann hat der jetzt der Panzerpanzer. Fernkampfreichweite. Marineangriff. Marineangriff ist nicht dasselbe wie Fernkampfreichweite haben. Du kannst dich hier entspannen. Du entspannst dich da. Das Feldgeschütz geht mal so mit. Wir müssen Timbuktu, wir müssen hier oben eindringen. Das Problem ist, dass der relativ viele Panzer etc. jetzt hat. Ah, wir haben hier noch ein Artefakt gefunden. Gibt auch noch im Grün irgendwo eins. Oh. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber hier da oben ist schon einer. An den Naturwundern gibt es natürlich auch immer ein Artefakt zu holen. Mit dem Artefakt am Naturwunder sind wir dann bei 10 und wir bauen noch 2, holen noch 2 aus, sind wir bei 12. Technisch gesehen reicht das noch nicht. Und wir haben eine Einheit verloren. Nein, wir haben ein Schlachtschiff verloren. Ja, weil der Gegner jetzt auch wirkliche Schlachtschiffe hat. Ich könnte behaupten, er hat etwas aufgerüstet. Wissenschaftsattribut 2 in Gold. Nehmen wir einen Wissenschaftspunkt. Ein Punkt in Richtung Ideologie bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Bei der hier ein... Ah, gut. Hat uns den Militärvermächtnispunkt gebracht. Aber ich denke, den kriegen wir gleich auch so noch. Wir halten die Siedlung. Wenn spioniert, kann passieren. Ja, wir brauchen Panzerung und wir brauchen Mobilisierung. Wir brauchen eigentlich alles. Das heißt, wir müssen hier mehr stehlen. Wir stehlen hier auch sogar schon. Und jetzt können wir auch Flugplätze bauen. Aber du brauchst eigentlich erstmal eine Fabrik. Gut, das der beste Standort für eine Fabrik ist, dann soll da die Fabrik hin. Nützt dann halt nichts. Wie happy bist du? Ziemlich. Jetzt hier nochmal ein bisschen Produktion generieren. Du müsst auch mal eine Fabrik bauen. Was? Ein Garten? Ah, mal hier hin. Flugplatz, Schule, das hast du alles. Dann baust du mal einen Flugplatz. Wir müssen wieder irgendwem Fabrikressourcen zuteilen. Lyon. Du könntest, obwohl eigentlich Landeinheiten gut bauen. Handvoll wenigstens. Die haben keinen neuen. Da gibt es nichts Neues, da gibt es nichts Neues. Und an dem Kaolin gibt es auch noch nichts Neues. Das heißt, Kultur bleibt so, wie sie ist. Wir kriegen hier aber Wissenschaft für jede. Wir haben auch eine Menge Spezialisten, glaube ich, inzwischen. Wie viele Ressourcen haben wir denn? Ja, ist eigentlich auch egal. Ich meine, jetzt so richtig kann man es, glaube ich, nicht rausfinden. Wir nehmen mal die Ressourcen.
428. Und schauen wir mal, was es da jetzt raus wird. Wir haben jetzt 428. Da solltest du hin. Glaube ich wenigstens, du das warst. Ne, du solltest da gar nicht hin. Okay, wir verlieren hier immer mehr und mehr Flotte. Das ist natürlich nicht so richtig gut. So ist das halt, wenn der Gegner die besseren Flotten hat. Und mal eine Schule. Meinetwegen bauen sie in deine Siedlung. Hier ist eine wehrlose Siedlung. Gegen was denn wehrlos? Gegen den einen Panzer hier? Na gut. Hier hätten wir noch einen Schlachtkreuzer. Ja, Kreuzerchen, du solltest da vielleicht nicht drauf fahren. Sag ich mal so, ganz salopp. Du hingegen könntest versuchen, dahin zu fahren. Dann nehmen wir den Schlachtkreuzer mit. Ja, du kannst hier ein Nickerchen machen. Panzerlines. Mist. Hier stehen viele, viele Panzer. Hier können wir peu à peu Toulouse bombardieren. Ihr verschanzt euch mal vielleicht lieber. Das Wohlergehen des Souveräns ist untrennbar mit dem Ich war der Tundra. Das ist jetzt, glaube ich, das Gegenteil von Tundra. Wir kriegen hier einen Artefakt. Das ist das letzte, was es da gibt. Dann haben wir sie hier alle, ne? Haben wir sie alle. Erste, ja, dann kannst du mal nach da gehen. Oh nee, warte mal, bleiben wir mal hier. Gucken, wann kulturell oder Wissenschaft? Wissenschaft? Wir nehmen mal Wissenschaft. Wir brauchen jetzt Wissenschaft. Plus 20% Forschung. Sind bei 400 Forschung 80. Wir haben 2 Allianzen momentan. Zaristische Autokratie, da kriegen wir noch ein bisschen mehr Kultur. Flugplätze, wir brauchen Flugplätze. Warum eigentlich? Nächste Frage ist, warum eigentlich nicht? Spricht ja nichts gegen Flugplätze. Wir brauchen auch Schulen und Labore. Und fröhliche Völker. Ja gut, wir haben noch 2 Fröhlichkeitsgebäude, die kommen halt beide dahin. Hier brauchen wir eine Fabrik. Junge bedroht. Kann man so sagen.
Okay, dann fährt das Schiffchen doch hier unten hin und die beiden Panzerchen fahren da hoch. Du müsstest mal... Ja, du müsstest eigentlich mal einen Step beiseite machen. Damit du nach da gehen kannst. Hier ausladen. Was du denn? Ja, ein Kürassier hier. Hoppala. Mal schauen, wo wir hier so hinfeuern können. Auf das die Stadtbezirk oder da mitten drauf. Gucken, was jetzt passiert. Okay, jetzt kriegen nicht alle extremen Schaden. Wie befürchtet. Ihr könnt euch mal einpanzern. Okay, wir haben einen zweiten Kreuzer für Toulouse. Hier noch einen. Hätten da auch noch ein Geschütz. Okay, du kannst hier auf den Panzer schießen, dann kannst du auch vorfahren. Du sollst dich auch lieber verbarrikadieren. Du bist ein lustiger Erkunder. Dann mach doch mal deinen Job und erkunde ein bisschen. Du bist ein Schlagkreuzer und schießt auf Toulouse. Und du bist ein Flottenkommandeur. Du kannst da gleich dich da mal anschließen. Du machst mal nichts. Ihr seid auch eher so eine Schutztruppe. Wir verlieren Dinge. Lafayette das Weltwunder gebaut. Okay, wir hatten stehen 2 Panzer. War natürlich nicht so eingeplant. Brauchen wir erstmal eine Verteidigungsanlage. Und dann brauchen wir... Haben wir bereits in dieser Runde einmal gekauft. Dann kaufen wir hier halt... was kaufen wir denn eigentlich? Ein Kreuzer. Du kannst da mal auf den Kollegen schießen. Du kannst damit drauf schießen, weil du kein anderes Ziel hast. Und wir schießen hier peu à peu die Gegner über den Haufen. Ich fürchte allerdings, dass wir diesen Abnutzungskrieg dann nicht zwingend gewinnen werden. Aber wir schauen mal. Vielleicht haben wir Glück. Das gehört uns soweit schon irgendwie alles. Kohle kann uns noch gehören. Wir haben ein Labor, das 14 gibt. Das sollten wir vielleicht bauen. Ja, du bist... Du bist gerade etwas unbedarft, ich weiß. Was könntest du da noch Schönes machen? Eigentlich mal an deiner Fröhlichkeit arbeiten. Nicht mit anzusehen, wie unglücklich du bist. Gibt allerdings, glaube ich, auch keine Fabrikressource, die einen glücklich macht. Von daher sei es dir mal verziehen.
Mein Schlachtschiff ist untergegangen? Also diese Vorsicht, diese, ne? Ihr wisst schon. Das, was man da sieht, das sah deutlich zu meinem Vorteil aus. Ihr seid gelaufen, ne? Okay, dann schießen wir weiter auf die Fuß. Du bist ein lustiges Landfahrzeug und machst lustige Landfahrzeugsachen. Alle ein paar Befestigungen hier bauen. Er hat jetzt auch Flughäfen. Hat er eigentlich nur gegen mich Krieg? Tatsache. Das ist schlecht. Dann wäre ich bereit, einen Frieden. Nein, wäre ich nicht. Ich will keinen Frieden mit jemandem wie dir. Und hier die Gemeinde noch vergrößern. Wir können hier noch produzieren. Was können wir hier denn produzieren? Oh, Flugplatz zum Beispiel. Ein Flugplatz hat ja auch noch keinen gestört. Hier könnten wir eine Militärakademie erstmal bauen. Kann ich nur Fabriken anzeigen? Wohl nicht. Ja, allgemeine Spezialisierung. Du musst noch einmal wachsen, dann können wir darüber reden. Sag, du holst noch Toulouse. Wir gucken in Bilbao. Sieht eigentlich nicht gut aus. Hm. Katyuras machen nicht so viel Schaden gegen Panzer. Meine Panzer machen auch nicht so viel Schaden gegen Panzer. Ich möchte, dass wir da gleich nicht einfach anlanden und dann ist das unser. Ich gehe irgendwie gerade nicht von aus. Der Konfuzius hasst mich. Okay, kann ich nicht verstehen, aber dann ebenso. Ah, hier geklaut. Ein Level abgekommen? Irgendwas ist doch gerade ein Level abgekommen. Ah, du. Sehr gut. Bessere Verteidigungswerte. So, jetzt können wir auch unsere Schiffe upgraden. Dazu brauchten wir allerdings, ja gut, Geld haben wir eigentlich. Echt weniger das Problem, muss ich sagen.
Okay, ich weiß nicht, ob Schlachtschiffe tatsächlich die besten Schiffe sind, um zu verteidigen. Ui. Ist er bedroht? Nein. Ich kriege jetzt nicht. Ja, wir haben hier keine Artefakte mehr momentan. Dafür haben wir ziemlich viele Erkunder hier rumlaufen. Schauen wir doch mal einer hier runter irgendwie. Da auch ein Panzer drin, also. Ich glaube, das wird nichts. Werden da schon den Kreuzer für brauchen. Was heißt den Kreuzer? Die Kreuzer für brauchen. Die sind ganz gut durch meine Panzer gebrochen. Also Civ 6 war einfach nur Lagerungseinheiten und dann stellt sich da hinten hin und machst einen guten Eindruck. Das funktioniert jetzt definitiv nicht mehr so gut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der mir jetzt auch gleich den Krieg erklärt. Das wird hier alles relativ spannend gerade. Ich kann nicht sagen, dass mir es besonders gut gefällt, dass das hier gerade alles so spannend wird. Hier denn? So, meine gestorbenen Heerführer. Hier. Na, ihr könnt langsam da wieder hingehen. Wir müssen es realistisch sehen, bevor wir hier nicht Panzer und sowas haben, kommen wir hier, glaube ich, nicht weit. Ja, wir können jetzt noch Toulouse einnehmen, ja. Nichts, was wir behalten wollen. Toulouse können wir einnehmen. Guangzhou können wir. Changsha können wir einnehmen. Das können wir alles machen. Egal. Wir haben hier noch ein Schlachtkreuzerchen. Hier ein Panzer. Hier ein Schlachtschiff. Wir sehen, wie wichtig Marine ist, ne? Die ist schon gut. Oh, das kommt der Panzer reingefahren. Ich fürchte, dass die da kein so leichtes Spiel haben werden.
Ja, Heerführer, ich weiß, dass ihr wieder da seid. Ihr könnt dann ja nach Ulang Galom. Ist gut, dass du schon mal angekommen bist. Ja, die werden das wohl nicht überleben. Das Wohlergehen. Irgendwas passiert hier schon wieder ganz Schlimmes. Bisher wird nur diese Stadt angegriffen. Nur in Anführungsstrichen die Stadt angegriffen. Ja, Limit ist auch erstmal gut. Unsere Allianz wird schwächer, das sollte nicht passieren. Kann ich vielleicht doch nochmal... Kann man nicht mehr, ne? Wenn man sich einmal entschieden hat. Ja. Könnte die Bäume auch wegmachen, wenn man mal ehrlich ist, aber... Nur so am Rande. Das Problem ist, dass wir hier nicht die dominierende Macht sind. Das ist ein bisschen schlecht. Daran sollten wir arbeiten. Ja. Gut, Freunde. Ich hab's befürchtet, aber irgendwie diese moderne Run dauert doch noch eine ganze Weile. Kommen halt nicht vorwärts und nicht rückwärts. Bisschen auch ein Problem. Ich meine, irgendwann ist es vorbei, ne? Ist klar. Ich fürchte spätestens, wenn der Kollege uns hier auch den Krieg erklärt. Dann haben wir nämlich ein relativ großes Problem. Und wir haben auch gerade noch nicht so die richtige Siegoption im Blick. Und ich nehme an, nach Punkten gewinnt Lafayette. Meine Eisenbahnmagnatspunkte kommen langsam, aber sicher. Gut, die Ideologiepunkte. Nehmen wir an, dass ich noch die eine oder andere Stadt eventuell erobern kann. Also ein richtiger Sieg wird das auch nicht, fürchte ich. Waren hier lustig viele Panzer in der Gegend rum. Na gut, da ist jetzt Feierabend. Ja, verliert hier auch gegen, oder hat auch gegen Persien verloren. Auch nicht zwingend gut. Hier schießen wir weiter die Städte kaputt. Gemeinde vergrößern. Eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen, aber machen es halt trotzdem mal. Eine ganze Stadt vergrößern, das ist noch was anderes. Hier ist Produktion das A und O, weil hier 7 Nahrung noch nicht schlecht sind. Wir nehmen mal das mit der Produktion.
Hier reparieren wir mal wieder das Dingeling da. Und dann kaufen wir hier einen Flughafen. Nein. Ah, dann bauen wir hier als erstes einen Flughafen. Können wir die Stadt noch vergrößern. Da, wo es am meisten Produktion gibt, hier. Du könntest eine Schule gebrauchen. Da sind wir uns sicher, dass du das kannst. Wir haben hier eine neue Fabrik erschlossen in Ulang. Das ist genau das, was wir brauchen. Hier brauchen wir Landeinheiten. Okay. Ulangalum. Ulangom. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Aber du hast das Problem, dass du hier noch einen Kaffee reinmachen. Du hast das Problem. Ach, Axum, du hast auch jetzt. Axum ist die Stadt. Du solltest Marine werden. Aber sind alle meine Leute. Achso, gut, die sind alle unglücklich, weil wir ja so viele über unserem Städtelimit sind, ne? Daran sollten wir dann vielleicht mal arbeiten. Da arbeiten wir auch schon ein bisschen dran, aber halt jetzt noch ein bisschen. Hier, Nakoshizi Ding. Du müsstest mal, was weiß ich, mal einen Kornspeicher und dann eine Fischereimole. Und dann bist du auch Teil unseres Empires. Weil du jetzt Teil unseres Empires bist. Und genau, U-Boote bauen. Und dann in die mein Feldgeschütz. Ich überlege gerade, das hier zu einer Stadt zu machen. Aber die hat wenig Produktion. Riecht auch nicht viel Produktion. Und wäre dann auch gar nicht so gut. Das sind die beiden Städte. Dann muss das hier eine Marinestadt werden. Dann kannst du aber mal ein bisschen Nahrung springen lassen, würde ich sagen. Soll ich 1000 Gold für einen Krämer ausgeben? Wie ich allerdings 1000 Gold ausgeben würde, wäre ein weiteres Schlachtschiff. Hier will ich Geld ausgeben für einen 12 Forschungslabor. Hier wäre ich fast bereit, noch einen Kornspeicher zu bauen, einfach nur, weil ich es kann. Ah, Commander, du brauchst hier nichts tun. Hier haben wir einen weiteren Schlachtschiff. Du reparierst nicht mal zum Sieg. So. Könnte natürlich da noch hinfahren. Du könntest natürlich auch noch dahin fahren. Dann haben wir hier einen Erkunder, der nichts zu tun hat. Wir haben hier ein Feldgeschütz, das naja, schon auch was zu tun hat, aber ich fürchte, diese Stadt wird sich nicht lange halten können. Wir haben hier einen Heerführer, der vielleicht eine Katusha abstellt, um den Panzer loszuwerden. Sehr gut. Und dann hierhin fährt, in Sicherheit. Ein trügerische. Und dann beenden wir diese Runde und auch damit das Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, einen Kommentar, was auch immer ihr wollt. Habt ein schönes Wochenende, startet gut in die nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Radbot. Ciao.